Okay, yeah. Thank you very much. Das war ja schon mal eine sehr nette Begrüßung und ein sehr netter Empfang. Ja. Nachdem der Tollundmann vom Torf befreit und fotografiert worden war, wurde beschlossen, nur den Kopf des Tollundmannes zu konservieren und im Museum auszustellen. Nach der Autopsie wurden, neben dem Kopf, einige andere Körperteile abgesägt und von verschiedenen Wissenschaftlern untersucht und nach gingen diverse Körperteile so verloren oder wurden nach erfolgter Untersuchung nicht weitergegeben. In den späten 1980er Jahren hat der damalige Direktor des Museums Silkeborg, Christian Fischer, versucht, auch die restlichen Körperteile des Tollundmannes wieder vollständig zusammenzustellen, was ihm schlussendlich auch gelang. Nur die inneren Organe sind bis heute verschollen. Eigentlich wollte er so den kompletten Tollundmann ausstellen, bemerkte jedoch schnell, dass die einzelnen Körperteile dem Besucher nicht das Gefühl geben würden, den Tollundmann zu sehen, wie er gefunden wurde. So ließ er den Körper rekonstruieren, wie er beim Fund ausgesehen hatte. Der Besucher sieht heute den rekonstruierten Körper des Tollundmannes, an den der echte, konservierte Kopf gelegt wurde. Die Frau von Elling, zum Zeitpunkt ihres Todes etwa 30 Jahre alt, stammt etwa aus dem Jahr 200 v. Chr. und wurde 1938 nur etwa 90 Meter vom Fundort des Tollundmannes entfernt gefunden. Da sie nicht konserviert wurde, ist sie inzwischen vollständig mumifiziert. Wenn dir unser Video gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Kostet dich nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denk dran, auch nach dem Abonnieren gleich die kleine Glocke zu aktivieren, denn damit erhältst du immer Benachrichtigungen, wenn es Neuigkeiten von uns gibt und du bist immer up to date und auf dem Laufenden. So, die neueste Mode ist, heute trägt man Kettenhemd. Und die anderen kriege ich gar nicht hochgehoben. Gerade so. Das ist wahnsinnig schwer. Warte mal. Boah. Möchtest du das anziehen müssen? Nee. Vor allen Dingen sich darin zu bewegen. Das ist unglaublich. Hier haben wir jetzt mikroskopische Proben. Da haben wir als erstes eine mikroskopische Probe, das ist aber ein schweres Wort, Knochen des Tollundmannes. Dann haben wir hier eine mikroskopische Probe von den Muskelfasern des Tollundmanns. Dann haben wir hier getrockneten Darminhalt vom Tollundmann. Und zu guter Letzt haben wir noch Samen, die im Darm vom Tollundmann gefunden wurden. Und hier ist das Mikroskop und immer wenn die Marion darauf toucht, dann fahren hier die Proben hin und her. Was ziemlich cool ist. Ja, richtig geil Die haben gemacht. sich hier Mühe gegeben. Eine schicke Ausstellung. Guten Tag. Ist alles in Ordnung bei Ihnen?
Sie sehen ein bisschen blass ums Näschen aus. Bye. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend. Wir sind jetzt an unserem Stellplatz für die neue Nacht in der Nähe von oder in Viborg an einem See. Wir sind abseits des Mainstreams mal wieder natürlich, sind ganz alleine hier. Es war auch tagsüber nicht viel los, beziehungsweise abends, als wir gekommen sind. Und was haben wir hier Schönes gemacht? Geduscht. Das ist die Pocket Shower. Und da füllt man einfach Wasser rein und unten ist so eine kleine Brause dran und dann kann man sich duschen. Das ist sehr praktisch. Und dann haben wir hier im Auto jetzt, weiß nicht, ob wir das euch schon mal gezeigt haben, einen Luftentfeuchter. Ja. Der ist an der Powerbank dran. Braucht sehr wenig Strom und holt echt nachts, wenn wir hier schlafen, im Sommer richtig viel Feuchtigkeit raus. Man sieht das da auch gerade runterrollen. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Licht ist jetzt nicht so dolle mehr. Wir haben es. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das Licht nicht angemacht habe. Jetzt gucken wir noch ein bisschen Netflix. Zum Tollundmann, da waren wir ja heute im Museum Silkeborg. Also der Kopf war ja original, aber die haben seinerzeit, als sie den geborgen haben, war der auch noch komplett. Aber dann haben irgendwelche Wissenschaftler den wohl komplett auseinandergenommen und in die weite Welt geschickt, um zu forschen. Es war auch so, dass nur der Kopf konserviert worden ist und der restliche Körper nicht. Deswegen ist der Kopf so gut erhalten. Der restliche Körper, der wurde eben von verschiedenen Wissenschaftlern, verschiedene Teile wissenschaftlich untersucht und ist im Grunde zerfleddert nur noch vorhanden. Den Körper haben sie rekonstruiert und der Kopf ist original und einige Teile kann man da auch noch, also irgendwelche Hüftknochen und Zehen und ein Fuß ist da noch. Ja. Aber schade, dass sie den so demoliert haben. Das haben sie beim Ötzi ja nicht gemacht, den sie da aus dem Eis geholt haben. Der ist ja heute noch recht gut erhalten. Aber die Wissenschaft, die kennt irgendwie immer keine Grenzen und im Namen der Wissenschaft ist immer alles möglich. Ja, damals waren die Konservierungsmethoden wohl noch so kompliziert, dass es fast unmöglich war, angeblich diesen Körper zu konservieren. Wie auch immer. Es ist, wie es ist. Es war trotzdem spannend. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Hier ist unser Nachtplatz, zweite Nacht. Dann haben wir hier unser Duschzelt, unser Badezimmer. Das da ist auch dabei. Wir packen jetzt gerade wieder zusammen. Wollen wir gucken, wo wir dann hinfahren. Erstmal brauchen wir Wasser. Nacht war hier gut, ruhig. Und es ist jetzt 7:30. Heute ist bedeckt, bisschen kühl. Ansonsten alles okay. Mission Müll wegbringen und schauen mal, ob wir da Wasser finden. Also Trinkwasser finden. Auch wieder so malerisch, ne? Geil. Jetzt sag noch mal einer, Dänemark sei flach. Das ist nämlich gar nicht so einfach. In Dänemark, also vielleicht ist das auch nur so ein Eindruck, aber Müll zu finden. So, guck dir das an hier. Die Harten gehen schon ins Wasser. Die Schafe sind da. Da ist der See. Ja, das ist ja so ein traumhafter Badesee, wo es hier flach reingeht. Den haben wir gestern gar nicht gesehen, ne? Nee. Und riesig. Hä? Riesig ist dieser See. Ja. Wie heißt der? Ist das dieser Haltsee? Ich glaube ja. Aber kein Wasser. Kein Wasser. Wir machen uns das jetzt einfach. Wir brauchen ein bisschen was zu essen und werden dann im Supermarkt Wasser holen. Apropos Supermarkt, wisst ihr eigentlich, wie schweineteuer Lebensmittel in Dänemark sind? Richtig teuer. Ich bin gestern fast vom Stuhl gefallen, als wir für die 5 Sachen, die wir da gekauft haben, über 20 € gezahlt. Alter Schwede. Ja, Lebensmittel sind teuer. Aber muss man Schnaps kaufen, das ist richtig teuer. Power Station, Kabel hinten durch. In die Küche, bitte nicht nachmachen. Küche und Badezimmer. Wasser kocht, Marion schminken. Erstmal Kontaktlinsen, erstmal muss ich wieder sehen können. So, Abfahrt. Vielen Dank für den schönen Platz. Weiter.
Wir sind jetzt in Engeswann. Engeswann? Wang mit Gustav-Anschluss, genau. Und hier sollen irgendwo Trollsteine sein. Und wir sind hier gerade so einen Wanderweg reingegangen. Da stehen hier mitten am Wanderweg Grabsteine. Grabsteine, ja. Grabsteine, aber hier ist kein Friedhof. Fängt schon mal spooky an. Ich erblicke schon das nächste, wo man sich fragt, was das sein wird. Hier am linken Straßenrand gleich, Wegesrand besser gesagt. Ja, das ist so ein Wald, da oben ist eine Hütte. Ach, das ist ja schon wieder irre hier. Hier kannst du echt nur staunen, du. Also guck mal hier, was ist das dann jetzt? Das ist keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer. Es ist vergittert. Und da steht dran, Blättstuhl oder so. Stuhe. 1933. Könnt euch ja mal selber ein Bild machen. Da ist wieder ein See. Das dürfte der gleiche See sein, an dem der Tollundmann gefunden wurde, nur direkt gegenüber. Ah nee, das ist Gallerundsee, das ist doch nicht dieser. Das ist ein anderer See. Was haben wir denn da? Ah, ja. Ob bis wir zu den Trollen kommen, haben wir noch ganz viel zu entdecken. Das ist ja Wahnsinn hier. So Naturstufen aus Holz oder was? Holzbalken, ja. Wir verstehen ja kein Dänisch. Wir machen mal ein Foto, wir blenden euch das ein. Und wer von euch Dänisch kann, soll das doch bitte mal übersetzen. Ach, das ist das Museum Klosterlund. Ach so. Auf dessen Parkplatz wir Ein parken. Minimuseum. Das ist wohl die Treppe, wo die gesagt haben, wenn man zu den Trollsteinen will, muss man die Treppe hoch. Meinst du, das ist die? Ich weiß es nicht. Um 11 Uhr macht's auf. Ja. Warte. Ja, ich würde sagen, das ist genau die Treppe. Dann hoch. So, Endlostreppe. Ich meine, da hätte ich auch in den Elb hängen bleiben können. Nein. Aber gefällt uns gut. Oh, das geht in die Beine. Ja, Ja. Guck mal. Wahnsinn. Alter, ist das schön hier. Trollstein gefunden? Der mysteriöse Trollstein hat sich enttarnt. Ja. Kann das echt natürlich sein so? Also das ist ja irre. Also das sieht so derart aus wie ein Troll. Augen, Nase, Mund. Da wundert man sich schon, was die Natur so macht. Ja. Aber ich glaube eher, es ist tatsächlich ein versteinerter Troll, der irgendeinen Mist gebaut hat und versteinert wurde. Klingt realistisch. Also das ist unrealistisch, dass das natürlich ist. Und das ist auch nicht vorstellbar, dass das von Menschenhand gemacht ist. Also wenn man hier ist, muss man sich benehmen, sonst endet man so. Aber wir haben keine Informationen hier weiter. Wahrscheinlich würde man im Museum unten mehr erfahren. Ist aber zu. Aber die Gegend hier wieder herrlich, ne? Das ist ein Du Traum. kannst hier nur stehen und gucken. Und wandern. Weiter geht's. Man kann wahnsinnig viel wandern. Ja, das kann man. Wenn der Fuß nicht kaputt wäre, Ja. da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Irgendwas stimmt da nicht, aber was? Keine Ahnung. Ohne Worte. Absolut. Und weil das hier einfach so schön ist, haben wir gesagt, Pfeif auf den Fuß. Wir umrunden den jetzt mal, den Skallerundsee. So ist es. Da laufen wir einmal rum. Wir schätzen, dass es so um die 3 Kilometer sein dürften. Und wie wir uns kennen, verschätzen wir uns da maßlos. Und zwar schätzen wir immer die Strecken zu kurz. Wir sind gespannt. Aber es sieht einfach alles cool Es ist aus. so traumhaft hier.
Das kann man sich nicht entgehen lassen. Jetzt kommt auch noch die Sonne raus für uns. Keine Menschenseele. Es ist verrückt. Ja, und total cool, aber die Instandhaltung hier. Gestern waren wir ja beim Tollundmann und da haben wir so eine Wanderin gesehen. Wandererin oder Mit- Wanderin? Wanderin. Wanderin. Eine wandernde Frau Eine wandernde Frau gesehen mit ihrem Hund. mit ihrem so kleinen Collie. Und Die Dame war voll bepackt, Rucksack, alles wahnsinnig also viel richtig Zeug. professionell. Ja, Und das ist der Tollundmann, das war da, wo der gefunden worden ist. Und das dürfte so ungefähr 20 Kilometer von hier sein. Vielleicht ein bisschen mehr. Und die ging da so lang mit dem Collie. Ein bisschen hektisch mit ihrem Hund, aber ansonsten zielstrebig. Wir hatten mit der auch nichts weiter zu tun, aber die war halt auffällig. Auch so ein bisschen bunt angezogen. Ja, und heute sind wir hier. sind hier an den Parkplatz gefahren. Auch wieder in dieser Walachei hier, die nichts mit dem anderen Ort zu tun hat. Und ihr erratet es, Vor uns lief genau diese Wanderin. Also die kann man auch nicht verwechseln. Die war wirklich, die ist gekleidet mit ihrem Hund. Die ist eindeutig identifizierbar. Und genau der begegnen wir mitten in Dänemark. Einen Nochmal. Tag später nochmal. also das passt zu diesem mystischen Ort. Ja, das finde ich auch. Keiner da. Willst du hoch? Nö. Ich auch nicht. Ich finde das so unangenehm. Diese Killerposten, Ja, ich auch. Gut, dass wir uns entschlossen haben, noch mal rumzulaufen. absolut. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist auch so entspannend hier, so entschleunigend und so ein Wohlfühl-Ding. Echt total irre. Und vor allen Dingen, du gehst ja 20 Meter und dann ändert sich wieder alles. Ja, Guck mal, jetzt wird er aus diesem schmalen Pfad am Moor wird jetzt so ein lichter Wald da vorne. Und die Dänen machen auch kein Gewese aus diesen Sachen. Die findest du immer eher zufällig, ne? ja. Bei uns jedenfalls im Norden wäre dieser Wanderweg eine Sensation. Also die schildern hier auch die Wege aus mit Symbolen, dass du dich nicht verläufst. Aber du hast nicht irgendwie 50 Hinweise auf dem Weg zum Parkplatz. Hier geht's zu dem Wanderweg, schlag mich Highlight. tot. Und dann wären bei uns, in unserer Gegend jedenfalls, da wäre dann die Hölle los. Also vergleichsweise die Hölle. Und hier haben wir niemanden getroffen. Null. Ja, man merkt, glaube ich, deutlich auch, dass die Besiedelungsdichte in Dänemark wesentlich geringer ist als in Deutschland einfach. Und bei uns gibt es halt viel weniger, ist mein Eindruck, viel weniger solcher schönen Naturflecken. Und da tummeln sich dann alle, die das suchen. Da haben wir uns diesmal aber in die andere Richtung verschätzt auf der Runde. Ja, wir sind schon wieder rum. Da, Ein- du. 1,5 Kilometer lang war die Runde um den See ungefähr. Ja, also harmlos, aber bildschön, was man hier auf 1,5 Kilometer findet. Ja, Da findest du, woanders. da musst du woanders suchen. Ja, das stimmt. So, Es ist traumhaft. dann werden wir uns jetzt mal dem Nachschub des Wassers widmen. Der Nahrungsnachschub auch. Eine Und- Mülltüten müssen wir kaufen Jawohl, und dann wollen wir noch zu Ruinen. genau. Wir haben noch einen nächsten Hotspot ins Auge gefasst. Wir melden uns. Bis gleich. So, jetzt gehen wir mal in den Supermarkt wieder. Netto und Lidl, wir brauchen Wasser. Wir brauchen Tafelwasser am liebsten. Auf Dänisch heißt das Wand. Und Mineralwasser heißt Mineralwand. Ein kleiner reicht, oder? Ja. Kasse 3 åbner om et øjeblik. Du kan lægge dine varer op på båndet nu. Det bliver 148 kroner. Thank you, bye bye. Bye. Have a nice day. You too, thank you. 1,88 €
Fulda. Herzlich willkommen in Fulda. Und hier gibt es die Fulda-Ruinen. Und wir sind hier einfach wieder hergefahren und das sieht schon wieder so aus hier. Also Es ist unglaublich. ich verstehe nicht, was in Dänemark los ist. Es ist so malerisch. Jede Ecke, an die wir bisher gekommen sind. Das ist alles hier der helle Wahnsinn, der Blick. Das kommt auf Kamera wahrscheinlich nicht, aber wir sind hier irgendwie auf so eine Plateau, ne? So ein Plateau oder was? Also, mir fehlen die Worte, du. Hier scheint das aber irgendwie nicht weiterzugehen. Da sind wir doch schon. Ach nee. Da haben wir die Ruinen. Da müssen wir jetzt aber leider mal runterkraxeln. Ach du Jemini. Marion mit ihrem ex-kaputten Knöchel, ich mit meinem kaputten Fuß. Ah, das kriegen wir hin. Ein bisschen auf dem Hintern rutschen. Das kriegen wir hin. Braucht ja keiner einen Knöchelbruch in Dänemark. So. Das war natürlich wesentlich cooler, als auf dem Arsch zu sitzen. Um das Jahr 1900 herum ließ ein Apotheker aus Aalborg hier ein Sommerhaus mit großem Weinkeller errichten, da ihm dieser Ort so gut gefiel. Als das Haus fertiggestellt war, kam es wohl zu Streitigkeiten zwischen dem Apotheker und den Handwerkern hinsichtlich der Qualität des Hauses und wegen der Bezahlung. Ein halbes Jahr später ging das Haus unter mysteriösen Umständen in Flammen auf. Übrig blieben nur die Reste des Weinkellers. Herzlich willkommen bei Christiansfeld. Und zwar am Christinero oder auf Deutsch wird es auch Christines Ruh genannt. Dabei handelt es sich um einen Garten. Und zwar ein alter mit alten Pavillons. Und das geht da um Christina Friederika von Holstein. Die hat den angelegt. 1741 bis 1812. Und alles andere ist auf Dänisch. Aber Und sie ist hier aber auch begraben tatsächlich. ja, und hier gibt es alte Gebäude, sogar recht schick. Und so einen angelegten Garten. Aber wir gehen da rum. Wir wollten uns das sehr, sehr gerne angucken und euch auch sehr, sehr gerne zeigen. Auf der Fahrt hierher habe ich schon mal im Internet gelesen, gesperrt wegen Bauarbeiten bis Sommer 2025. Und Nun da- ist der Sommer 2025 ja schon fast vorbei und ich hatte die Hoffnung, dass es trotzdem oder dass es jetzt geöffnet ist. Wenn ich jetzt mal meine Dänischkenntnisse, die ich hier in 2 Tagen erworben habe, zum Besten geben darf. Durchgang verboten für unbefugte Personen. Der Baustelle. Der Baustelle. Oh, Unbefugte dürfen die Baustelle nicht betreten. also, so, das wollte ich nicht, aber es ist leider gerade abgefallen, Ja. abgebrochen. Nee, Doch, das ist nicht. die Schraube ist gebrochen. Steck sie wieder rein. Nee, das ist nur rausgefallen. Wo Steck sie denn? wieder hier rein. Wo denn? Da? Ja. Ist gar nicht so einfach. Weil er immer alles anfassen muss. So. Weg hier. Wir wollen uns jetzt entspannt einen Kaffee kochen. Power Station wird aktuell geladen über Zigarettenanzünder, kocht uns Wasser für unseren Kaffee. De facto sitzen wir jetzt an der Baustelle und machen ein kleines Päuschen. Und so alle 2 Minuten kommt der Bagger hier vorbei gebrettert. Und sammelt Erde ein. Und bringt Erde da hinten ins Christineo, ne? Oder wie heißt es? Ja, genau. Und der fährt immer ungefähr 1 Meter an uns vorbei und muss lachen und wir müssen auch lachen.
Ich glaube, der hält uns für total wahnsinnig. Warum wir ausgerechnet hier Picknicken. ungefähr 1,5 Meter von dem Weg entfernt, auf dem er langfahren muss. Also er fährt 1,5 Meter von uns entfernt lang. Oh, gleich kommt er wieder. Ich höre ihn schon kommen. Und er muss immer grinsen. Ich glaube, der hält uns für wahnsinnig. Herzlich willkommen im nächsten UNESCO-Weltkulturerbe. Ja, Wir sind jetzt in Christiansfeld, einer Stadt in Dänemark, und zwar genau in Sønderjylland, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, und liegt zwischen Kolding und Haderslev. Das Besondere an dieser Stadt ist, dass sie von den Herrnhuter Brüdergemeinde im Jahr 1773 gegründet wurde und eine Siedlung von dieser Gemeinde gewesen ist. man beachte, diese Häuser hier überall, die sind noch aus der Gründerzeit Ja, von dieser Stadt. typisch dafür waren diese gelben Häuser mit roten Ziegeldächern. Hier, so wie die. So ist es. Und die sind auch immer noch eine christliche Gemeinschaft hier, ne? So ist es. Die christliche Gemeinschaft existiert. Es ist eine evangelische Gemeinschaft. Aha. Die existiert immer noch. Und das Besondere an dieser Stadt und an allen Städten der Siedlung, an allen Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeinde ist, dass es eine Planstadt ist. Heißt, es ist wahnsinnig strukturiert aufgebaut. Du hast in jeder Stadt maximal 2 Hauptstraßen, wo links und rechts die Gebäude dann rangebaut sind. Das sieht einfach unglaublich ordentlich und sauber aus. Und das tut's auch. Ja. Also man fühlt sich hier tatsächlich ein bisschen zurückgesetzt in, ja, so alte Zeiten. Die Weiß Herrnhuter nicht. Brüdergemeinde, die gibt's ja heute noch. Und ein Pfarrer, der hier tätig ist, hat auch gesagt, dass die Handwerker, die die Stadt gegründet und gebaut haben, das heute noch wieder erkennen würden. Weil sich einfach so wenig, es ist natürlich vieles Neues dazu gekommen, aber es hat sich vom Gesamtbild überhaupt nicht verändert. Ja, und seit dem 4. Juli 2015 ist diese Stadt insgesamt Weltkulturerbe von UNESCO. Maria sagt gerade alte Apotheke. Das ist also eines auch der Gründungshäuser hier. Guck dir mal die Fensterläden an und die Fensterrahmen. Und wir sind definitiv in Deutschland, Dänemark. Das ist der Gutsageren, auf Deutsch Gottesacker. Und Gottesacker ist nichts anderes als ein Friedhof. Das Wort wird heute tatsächlich nur noch von der Herrnhuter Brüdergemeinde verwendet. So, jetzt haben wir als Dankeschön für Katrin, die unsere Katze füttert, während wir hier unterwegs sind, ein typisch dänisches Mitbringsel gekauft. Eine japanische Glückskatze. So eine Winkelkatze. Also Grüße gehen raus an unsere liebe Vermieterin. Danke, meine Liebe. 1800, was steht da? 67. Ich glaube, die haben gerade Gottesdienst. Auf der Suche nach Michael. Guckst du einmal nur in die Kirche rein, ist er verschwunden. Über alle Berge.
So, die Marion ist weg. Da ist sie. Da ist sie wieder. Guck mal, Christina Friederika, Stiftöse. Christina Friederika ist Christina Friederika von Holstein, die Genau. das Christinero angelegt wo hat wir waren und da war Baustelle. und dort beerdigt ist. Jetzt sind wir in wie heißt das, Christiansfeld. Genau. Und da sehen wir sie wieder. Also unverhofft, wir wussten es nicht. Da schließt sich der Kreis wie mit unserer Wanderin. Ja. Die uns auch Auf die habe ich ja tatsächlich noch mal gewartet. ja. Das hätte mich nicht gewundert, wenn wir die heute noch mal gesehen hätten. Ja, klasse. Und damit sind wir in Christiansfeld auch fertig, ne? Ja, wir werden jetzt unseren Schlafplatz ansteuern. Richtig. Und hier aber noch kurz gesagt, diese Stadt, also wenn man das klare Linien mag und so weiter und sauber und ordentlich, geil. Bin froh, dass wir hier waren. Ich auch, richtig schön. Richtig und man geil. sieht den Gebäuden halt einfach ihr Alter an. Ich finde das Ja, aber richtig nicht sympathisch. verrottet oder so. Nee, überhaupt nicht, sondern so liebevoll gepflegt. Ja. Also jetzt Schlafplatz suchen. Auf jeden Fall. So, der Parkplatz, den wir anvisiert hatten, da parkt jetzt der kleine Bagger, der vorhin die ganze Zeit an uns vorbeigefahren ist, als wir unseren Kaffee getrunken haben am Christinero. Das ist nicht unser Traumparkplatz. Wir fahren jetzt ein bisschen weiter, es sind 17 Kilometer von hier, ein anderer Stellplatz. Und Ja, der war scheiße. ja, das war nichts. Da war A, viel los und B, wissen wir auch nicht, wann die dann morgen früh schon wieder anfangen zu arbeiten. Da habe ich ja auch keine Lust, dann von den Bauarbeitern gestört zu werden. Naja, wir gucken mal. Das ist der Weg zu unserem möglicherweise geplanten Stellplatz für diese Nacht. Wir sind schon wieder mitten im Nirgendwo gelandet. Auf einer Schotterstraße. Man soll einen Platz ja auch immer besser und sauberer verlassen, als man ihn vorgefunden hat. Die heilige Nudel kocht. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Mittwoch, der, ich weiß es nicht, Der 20. der 20. Wir sind jetzt fertig mit Schlafen. Und heute Nacht kam hier einer auf den Parkplatz. Das haben wir nicht gemerkt. Wir haben ne? nichts mitgekriegt. Der steht hier natürlich wieder genau vor uns da. Großer Parkplatz, aber er muss sich natürlich bei uns Guck mal, hinstellen. wie groß der Parkplatz ist, aber er stellt sich direkt vor uns. Das war spooky natürlich wieder, wenn du sowas nicht mitkriegst. Ja, Und jetzt packen wir zusammen, machen uns fertig. Und dann düsen wir los, ne? und eins muss ich gerade noch einwerfen. Mein Papa hat heute Geburtstag. Und das ist ja schon fast Tradition, dass wir irgendwie an seinem Geburtstag immer was unternehmen und ihm immer ganz lieb in unseren Videos zum Geburtstag gratulieren. Deswegen alles Liebe zum Geburtstag, Papa. Und von mir natürlich auch alles Liebe. Wir mein telefonieren nachher. Lieber. Ja. Es ist ja auch überall auf der Welt gleich, ne? Irgendeiner bohrt, randaliert, Ja. irgendein Depp Bord und irgendwo. irgendwo immer. Ja, so ist es. Ich glaube, es gibt kein Tier, das so viel Dauerradau macht wie Menschen. Ne? Das glaube ich auch. Mit einer Innenbrunst. Ihr Lieben, das war's mit unserer kleinen Dänemark-Tour. Da fahren wir jetzt nach Hause. Wir fahren jetzt wieder heim. Nach Hause. Heim. Nach Hause. Heim. So sind die Münchner. Die fahren heim. Apropos, wir haben tatsächlich beim Tollundmann auch noch eine Münchnerin getroffen, die mit einem Dänen verheiratet. Das war ganz witzig irgendwie. Also das ist irre. Auf dem Parkplatz sind wir denen begegnet, als wir zurückgekommen sind. War richtig nett, ne? Hat sich rausgestellt, sie ist Münchnerin, er ist Däne und sie ist nach Dänemark gezogen. So, wir fahren jetzt los und wenn wir noch was Interessantes
filmen oder Ihr wisst wenn, es. wenn ich noch was Interessantes sage, Also, es wird keine neuen Aufnahmen geben. dann seht ihr die jetzt auch noch. Ansonsten verabschieden wir uns an dieser Stelle von euch. Sagen, abonnieren und liken nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denkt dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss. Hast du es nicht geschafft? Ha. Danke. Danke für den schönen Stellplatz. Jetzt haben wir deutschen Boden unter den Füßen. Das erste Mal seit 3 Tagen. Jawohl. Jetzt müssen wir erstmal hier schön tanken. So über E5, ne? E5 Ja, Genau. diese E10-Suppe kommt mir hier nicht rein. brauchen wir nicht unbedingt. Wo ist er denn? Der rechte, der gelbe. Super Fuel Safe 95. Mein Gott. Also wenn du in Deutschland einfährst, ne? Wir sind ja gewohnt, aber dieser Schilderwald, ich muss das einfach mal wiederholen, ne? Das ist so irre, das ist so ein Kulturschock. Das war Wahnsinn, dieses Gefühl, plötzlich vor 1000 Schildern auf einem Stück zu In stehen. Dänemark hast du das Nötigste, da, Ja. da denkst du manchmal, naja, müssen, wie sagt man, Wäre mal ein bisschen das ein oder andere Schild mehr, wäre schön, ne? ja, aber das ist total angenehm. Aber hier, wenn ich hier nur runter gucke, die Straße, Das ist Wahnsinn. irre.